Guten Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Beste mensen. Wir sind hier im schönen Appingedam. Ich komme wegen Wendela. Wendela ist hinten bei den Tauben. Die Witwer fliegen gerade. Okay, können wir da zuschauen? Ja, ich zeige euch den Weg. Ich komme hinterher. Das ist gut. Wendela ist hinten bei den Witwern, die gerade trainieren. Die Weibchen sind wegen der hohen Temperaturen schon draußen gewesen. Wir suchen uns einen Platz im Schatten und stellen ihr sofort unsere Fragen. Wendela, wie lange spielst du schon mit Tauben? Mein Vater hatte schon von klein auf Tauben. Als wir hierher gezogen sind, habe ich auch mit Tauben angefangen, zusammen mit meiner Schwester. Mein Vater hatte auch noch Jungtauben. Nach einiger Zeit sind alle Tauben auf unseren Namen, auf meinen und den meiner Schwester überschrieben worden. Aber dann hat auch meine Schwester aufgehört und ich habe allein weitergemacht. Du bliebst als Einzige übrig? Ja. Und wie lief das? Es lief prima und wurde immer besser. Hattest du denn schon ein wenig Ahnung, wie du mit Tauben umgehen musstest? Ganz bestimmt, aber jedes Jahr lernte ich noch etwas dazu. Von Anfang an lief es also schon sehr gut. Ja, und auch noch stets besser. Was sitzt da bei dir nun auf dem Schlag? Von allem etwas. Ich habe 2 Tauben von Dennis von Thor. Die habe ich aus 2 Eiern bekommen. In diesem Jahr habe ich auch noch eine Taube von ihnen bekommen. Von den Gebrüdern van Thor? Ja, von den Gebrüdern van Thor. Die sind bekannt für ihr Weibchenspiel. Ich habe auch noch die alte Sorte von Vater. Damit hat er auch gut geflogen. Ich spiele die doppelte Witwerschaft. Das ist mit Männchen und Weibchen. Wenn nach einiger Zeit eine der Tauben sehr gut fliegt, dann bleibt der Partner zu Hause. Aber im Prinzip kommt alles mit. Wie groß ist deine gesamte Mannschaft? Ich beginne meistens mit 60 Tauben. Nach einigen Flügen bleiben die Tauben zu Hause, die noch keinen Preis geflogen haben. Warum? Wenn sie bis dahin keinen Preis geflogen haben, dann wird von ihnen auch nichts mehr kommen. Dann bist du also sehr streng bei der Auslese. Das ist richtig. Ich halte nichts von Tauben, die nur bei einem Flug einen Preis gemacht haben. Am liebsten fliege ich Spitzenpreise. Bist du dann hart gegenüber deinen Tauben? Ja, das bin ich. Bist du dann hart gegenüber deinen Tauben? Ja, das bin ich. Du hast eine enge Bindung zu deinen Tauben? Ja, manchmal ist das schon ein wenig lästig. Das ist Leistungssport. Darum. Du spielst also die Tauben auf totaler Witwerschaft? Ja. Trainierst du noch vor den Flügen? Vor den Flügen bringe ich die alten Tauben etwa 3-mal weg. Die Jungen versuche ich vor dem ersten Jungtierflug anzutrainieren. Zwischendurch, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie ich Zeit mit der Schule habe. Ich versuche, die Jungen auch einmal in der Woche wegzubringen. Du wohnst jetzt noch zu Hause bei deinen Eltern. Das ist dann einfach. Ja, das ist einfach. Du gehst weiterhin noch zur Schule, du studierst. Ja, ich studiere noch in Groningen. Das bedeutet, dass du auch jeden Tag viel Arbeit hast. Ja, jeden Tag. Ich fahre fast immer nach Groningen. Okay, es wird Zeit, die Witwer hereinzuholen. Inzwischen ist es so heiß geworden, dass es für heute genug ist.
Wendela, die Witwer sind drinnen? Als ze winnen. Ja. Ich hatte schon kurz in den Schlag geschaut. Da liegt noch Futter in der Rinne. Du gibst noch etwas dazu? Ja, das stimmt. Morgens bekommen die Männchen eine Viertelstunde lang die Futterrinne. Ich gebe noch etwas Futter dazu, sodass sie genug zu fressen haben. Ich verstehe das so, dass du vollen Trog fütterst. Ja, das stimmt. Morgens eine Viertelstunde lang. Abends eine halbe Stunde lang. Dan haal je dat. Und dann nimmst du das wieder weg. Ja. Heb je dat altijd zo? Hast du das immer so gemacht? Seit etwa 3 oder 4 Jahren mache ich es so. Davor habe ich mit dem Löffel gefüttert. So gefällt es mir viel besser. Das ist einfacher. Ja, das ist auch einfacher. Deine Witwer haben nun morgens trainiert. Ja, wegen der Hitze, sonst mittags. Als ich hierher kam, herrschten mittags schon 30 Grad. Das war auch der Grund, weswegen du gesagt hast, dass die Witwer morgens trainieren müssten. Die Weibchen sind schon draußen gewesen? Zijn er al uit geweest? Die sind schon draußen gewesen. Lass uns noch eben danach sehen. Weet je niet? Ja, das ist gut. Want je past zeg maar Du je... passt dein Schema an die Temperatur an? Ja, wenn es so heiß ist. Morgens ist es dann noch etwas kühler. Ja. Als je nou in het weduwnaarshok kijkt, weet je wel, van de weduwnaars Behandelst du deine Witwer anders als die Weibchen? daar winnen. Nein, im Prinzip nicht. Bei ihnen füttere ich auch vollen Trog. Einmal am Tag werden sie auch rausgelassen. Alles ist bei ihnen eigentlich dasselbe. Oké. Steek je veel tijd in? Steckst du viel Zeit in deine Tauben? Ja, das ist schon so, aber nicht immer. Het is niet dat ik continu het hok in loop. Dit zijn de doffen. Dies hier sind die Männchen für die Kurz- und Mittelstrecke. De gronddoffen zitten. Die Männchen für die Weitstrecke sitzen auf einem anderen Schlag. Ist das ein anderer Typ Tauben? Ja, vaak. Ja, von der Sorte her sowieso. Hier steckt mehr Heeremanns drin. Die doffen. Die speelde. Der Vogel da machte in der vergangenen Woche den ersten im Rayon auf der Kurzstrecke gegen 1700 Tauben. 1700 duiven geloof ik. Oké. Das ist einer von deinen besten? Maar hij komt er nu aan. Er zeigt sich jetzt richtig. Sein Weibchen war zweite. Die kam nach ihm. Du spielst auf totaler Witwerschaft? Ja, das stimmt. Wat? Het algemeen wel. Zijn paarden. Ein paar Tauben bleiben zu Hause. Und voller Trog? Ja. Du lässt das Futter jetzt eine Viertelstunde lang stehen? Eine Viertelstunde bleibt das Futter stehen und dann wird die Futterrinne wieder leer gemacht. Abends bleibt das Futter eine halbe Stunde stehen. Dan krijgen ze daarna. Abends bekommen sie danach noch eine Mischung von Sämereien, P40 und Tovo. Und dann bekommen sie noch Erdnüsse und Variamix. En Varia mix. Dan doe je Und das gibst du ihnen alles in die Zelle? Ja, ja, der Variamix steht hier in einem Töpfchen. Die Erdnüsse und die anderen Mischungen gibt es in der Zelle. Ik zie nog een zwarte. Ich sehe hier noch eine schwarze. Das ist eine, die nicht mitkommt. Das ist eine Schautaube. Die hatte ich im vorigen Jahr von Wim Huisman als Spätjunge bekommen. Die hat jetzt hier einen Platz gefunden. Nou is het maandag. Wat heb je nou in de Es water? ist jetzt Montag. Was hast du noch in der Tränke? Dies ist klares Trinkwasser. Gibst du kein Entseuchungsmittel hinein? Das habe ich gestern schon gegeben. Nach dem Flug? Geef je dan aan de kleur? Ich habe sonst SA-Mix gegeben, aber nun ist es BS-Mix von De Weert. Du gibst also immer BS ins Wasser? Jede Woche. Nach dem Flug? Ja, abends bis sonntags. En waarom doe je dat? Warum machst du das? Ja, sie sitzen doch jede Woche zusammen mit anderen Tauben im Korb. Da ist die Gefahr groß, dass die anderen Tauben auch mal eine Krankheit haben. Das ist schon manchmal ein Problem. Maar dit is dus een verwarmingsplaat. Oké. In principe heb ik die. Da oben habe ich noch eine Heizplatte installiert. Die mache ich im Winter manchmal an oder auch nach dem Training, wenn sie im Regen geflogen haben. Manchmal mache ich sie auch bei der Heimkehr an, wenn es zu kalt gewesen ist.
aber nicht so oft. Staat niet vaak aan. Ik zie ook een lamp. Ich sehe hier auch eine Lampe. Ja, dat heb ik meer. Die habe ich mehr zum Belichten. Dat doe je wel. Wann machst du das? Nur während der Zuchtperiode. Oké, hier Was hast du gesagt? Nur während der Zuchtperiode, sonst nicht. verder nog Du hast hier auch noch eine Wetterstation. weerstation. Die ist noch von meinem Opa. Van mijn opa en Die schaust du dir nicht an? nu wel een beetje. En Ja, etwas. Nach der Temperatur und auch noch nach der Feuchtigkeit. Ich sehe hier, dass die Decke offen steht. Ist das immer so? Ja. Dat is altijd zo. ja. Ja. We hebben nu een jaar of 8 zo denk ik. Sollen wir sie jetzt in Ruhe lassen? Ja. Okay. Wir sehen uns Wendelas Lieblingswitwe an. Wendela, welche Taube haben wir hier? Das ist mein blauer Witben, der 947. Ich habe ihn nun 4-mal auf der eintägigen Weitstrecke gespielt. Jedes Mal war er meine erste Taube auf der eintägigen Weitstrecke. Dit is een vereniging. Vorig jaar dat Im vorigen Jahr machte er auf dem letzten Flug von Caen den zweiten bei der NPO. Am vergangenen Wochenende machte er den 7. von Nord bei Nordostenwinden. afgelopen weekend de 7e van Noord. Met noordoostenwind. Zo. Ja, dat zijn aardige afstanden. Nou, Ja, das sind schon große Entfernungen. Letzte Woche waren das 650 Kilometer. Heeft hij al een pen gestoten? Hat er schon eine Feder geworfen? Deze kant, Auf der einen Seite im Flügel ja, auf der anderen Seite noch nicht. de andere kant nog niet. Als jong speelde hij ook aan het tweede. en Als Jungtier machte er auch schon den zweiten in der Afdeling nach einem Schlaggenossen. Dan heb je zo'n duif in je hand. In der Hand ist das doch eine sehr schöne Taube. Ja, dus Das ist er auch. Er ist eine lange Taube, ein bisschen tief gebaut. Er wringt auch ganz schön. Das ist also ein Vogel. Spielst du auch sein Weibchen? Die speel je ook. ja, ook op de dag voor. Ja, auch auf der eintägigen Weitstrecke. Afgelopen week was zijn FM wel wat later. Maar de vond vlucht hier. Vergangene Woche kam sie etwas später, aber vom Flug davor kam sie auch rechtzeitig nach Hause. Nach einer Viertelstunde wird das restliche Futter überall weggenommen. Wendela, dies sind die Weitstreckentauben? Ja, das ist richtig. Ist das dieselbe Sorte von Tauben? Nein, das ist im Prinzip eine andere Sorte. Hier sitzen keine Lambrechts und keine Heremanns. Das sind die Tauben für die kurzen Flüge. Ja. Du hast noch Futter übrig? Ja, das wird mit Zuchtfutter gemischt. Das bekommen dann die Zuchttauben. Met kweekvoer en dan krijgen de kwekers dan weer. Wendela, we Wendela, wir stehen vor den Reiseschlägen. zaten de An der rechten Seite sitzen die Witwer. In der Mitte sehe ich im Hintergrund die Voliere. barrière. De achtergrond, Ja, das stimmt. Darin sitzen die Jungen. daar zitten de jongen in. Darin sitzen also die Jungen. Ja. Wie viel Junge hast du jetzt? Noch ungefähr 60. Vergangene Woche sind 13 weggeblieben. Afgelopen week. In der vergangenen Woche? Ja, beim ersten Jungtierflug. Sie kamen krank nach Hause zurück. Okay, das ist also am vergangenen Wochenende gewesen. Ja, am vergangenen Wochenende. Wat betekent dat nu voor jou? Und was bedeutet das nun für dich? Sie müssen jetzt wieder gesund werden. Ich denke, dass Sie am kommenden Wochenende nicht mitkommen. Ich muss dann sehen, ob Sie in der darauffolgenden Woche wieder mitkommen. 17 Sonst nationaal. werden Sie auf den Nachsaisonflügen gesetzt. Das ist dann in diesem Jahr eine Enttäuschung für dich. Ja, aber es gibt auch noch genügend Nachsaisonflüge. Dann können wir kurz bei den Jungtauben reinschauen. Ja, is prima. Ja, das ist prima. Erzähl uns kurz. Du hast Probleme mit den Jungtauben?
Ja, sie haben Coli. Sie machen schlechten Kot. Sie fressen schlecht. Jetzt haben sie Wasser mit Amco bekommen. Maar ze hebben nu wat door het water. Was gibst du? Ich gebe Belg Amco. Belg Amco. Ze zien er nu al. Sie sind jetzt schon etwas besser als gestern. Von daher sieht es gut aus. Aber sie sind noch längst nicht so wie vorher. Du lässt sie jetzt nicht raus? Doe je ze dan niet los? Nein. Und sie werden jetzt leicht gefüttert, mehrere Male am Tag. Maar een paar keer op de dag. Wat voer je ze nou? Was fütterst du jetzt? Ja, das ist Sohntjes. Und da ist auch Nummer 1 von Tilburg dabei. Das ist ein leichtes Futter. Brian door, van Tilburg, nummer 1. Dat is ook heel licht. En daar gaan nu 2 druppeltjes pepermuntolie over. Darüber gebe ich dann auch noch ein paar von diesen gelben Tropfen. Nee, nu ze ziek zijn alleen. Even kijken of ze zin hebben. Ze hebben niet veel honger. Nou, ze zitten rustig te eten. Schade, dass das passiert. Die Saison hat gerade angefangen. Ja, da kann man nichts machen. Als ich nationaler Meister geworden bin, hatte ich es auch um diese Zeit. Maar toen begonnen we in augustus. Dus ja, nu 2 maanden eerder. Überlegst du jetzt, wann sie wieder eingesetzt werden können? Ja, ik denk eigenlijk al een weekend zo. Nun, jetzt am kommenden Wochenende sowieso nicht. Best 2 dagen. Du kurst bis jetzt 2 Tage? Dat direct. Ja, das stimmt. Seit Samstag bin ich am Kuren. Kijken hoe snel. Ich muss jetzt sehen, wie schnell sie wieder gesund werden. Maar de voortekens Die Vorzeichen sind nicht sehr gut. voor de top. Ganz sicher nicht. Nee, Für Spitzenpreise? Ja, ganz sicher nicht. Es ist glühend heiß. heel warm. Ja, am Samstag soll es auch wieder sehr heiß werden. Dann ist es sowieso nicht gut, sie zu spielen. Okay, wir werden sehen. We zullen zien. Zo is dat. En, want je laat ze ook niet meer los. Hè? Du lässt sie auch nicht mehr raus? Nein, ein paar Tage werden sie drinnen bleiben. Und werden leicht gefüttert, einige Male am Tag. Okay, dann wollen wir sie jetzt in Ruhe lassen. Dus we lekker met de rust. Ja, inderdaad. Als ze drinken alleen. Sie trinken nun aus dieser Trinkrinne. Ja, Alleen hieruit. am Anfang, wenn sie gerade abgesetzt sind, werden sie noch im Schlag getränkt. Kwam naar de tabak. Maar die haalde ik na een tijdje al weg, zodat ze hieruit moeten drinken. Ja. En, ja, dit lijkt een beetje erop, net als in een vrachtwagen zeg maar. Klopt. Zodat we dat een beetje... Hoe speel jij met nou met die jongen? Wie spielst du dann, die Jungtauben? Auf den ersten Flügen sitzen die Jungen zusammen. Nach ungefähr 4 Wochen werden die Männchen und Weibchen getrennt. Dann spiele ich sie mit der Schiebetür. Krijg ze de deur verder spelen. En richt jij ze goed aan? Trainierst du sie gut an? Ja, In diesem Jahr rund 10 Mal. aardig. Dit jaar zo'n dikke 10 keer, 11 keer. Vor dem ersten Flug? Ja, vor dem ersten Flug. Vorig jaar was Im vorigen Jahr waren das rund 20 Mal. Und zwischen den Flügen? Wenn es mit der Zeit passt, einmal in der Woche auf etwa 40 Kilometer. het lukt wel qua tijd, qua weer, 1 keer in de week. 40 kilometer. En ik begrijp dat je. Ich habe gehört, dass du sie zu gegebener Zeit mit der Schiebetür spielst. Ja, lässt du sie dann noch zusammen? Vrijdagochtend gaat Freitagmorgen geht dann die Tür auf, dann setze ich die Nistschalen in den Schlag und dann können sie sich den ganzen Tag vergnügen. Am Ende des Tages beim Einkorben sind sie wieder ruhig. Bist du nun eine Jungtaubenspezialistin oder nicht? jongen
Das Spiel mit Jungtauben liegt mir gut, aber Spezialistin bin ich nicht. Specialist, dat hopen we niet. Du fliegst besonders stark. Machst du alles pur Natur? Jij doet alles puur natuur. Wie geht das bei dir vor sich? Ja, ze krijgen... Lass es uns so sagen, Wendela. Heb jij een, Hast du ein medizinisches System? Nou, ik ga 1 keer in de 4 weken naar de dierenarts toe. Ich gehe alle 4 Wochen zum Tierarzt, zu Nanne Wolf. Wenn Sie etwas haben, dann bekommen Sie etwas. Haben Sie mal etwas? Nicht sehr oft. Vor der Saison bekommen Sie eine Tablette gegen den gelben Knopf. Sonst habe ich weiter kein medizinisches System. Jede Woche entseuche ich. Das ist das Einzige, was ich gebe. Jede Woche sonntags. Maar je geeft wel, heb ik gezien, na de vlucht. Dat wel, elke week wel ontsmetten. Maar dat is het enige wat ik geef. Standaard elke week. Gegen Erkrankungen der Atemwege. Nur wenn Sie etwas haben. Erkennst du das dann? Langfristig wohl, nicht immer. Aber ich gehe alle 4 Wochen zum Tierarzt. Daarom ga ik ook 1 keer in de 4 weken naar de dierenarts. Wir gehen zu den Weibchen auf Witwerschaft. We zijn hier bij de vliegtuig. Wir sind hier bei den Reiseweibchen. Hier sitzen noch ungefähr 30 Weibchen. Die Männchen sitzen nebenan. Naast de doffers. Naast de doffers, naast de dag van doffers. Die Weibchen spülst du auch auf der eintägigen Weitstrecke? Ja, etwa 4 Stück. Warum spielst du nicht mit mehr Weibchen? Niet met meerdere winnen. Hier sitzen auch noch viele Jährige. Der erste Flug der Eintages-Weitstrecke ist nicht so gut gelaufen. Darum spiele ich sehr vorsichtig mit den Jährigen. Die jüngeren Tauben gehen dann mit auf die Kurzstrecken- oder Mittelstreckenflüge. En die andere, daar gaan gewoon mee op de Vitesse Midfront elke week. Want je speelt alle Du spielst alle Tauben, Männchen und Weibchen? Im Prinzip ja, aber wenn ein Partner nach einiger Zeit sehr gut fliegt, dann bleibt der Partner zu Hause. Wir sehen uns kurz den Schlag an. Nach oben ist auch alles offen. Ja, der First. behalve De nok. de nok. Ja. Je hebt geen last van onderling. Hast du auch Probleme damit, dass sich die Weibchen untereinander paaren? Nein. Nee, Du hast sie nicht eingesperrt? Nein, auch nicht. kom maar. Wird hier auch dasselbe gefüttert? Goed. Ja, Ja, auch mit vollem Trog. gewoon een volle bak, gewoon 's ochtends, kwartier. Und einmal am Tag trainieren? Ja, einmal am Tag trainieren. Sie trainieren dann schon richtig. Aus sich selbst heraus? Aus sich selbst heraus ohne Fahne. Du benutzt also keine Fahne? Nein, nein. En die daar zit. Dieses Weibchen, das blaue Weibchen, das ist nach 4 Flügen der Eintages-Weitstrecke die erste hier in der großen Konkurrenz. Das ist eine Enkelin des Jan. Das ist eine Heeremanns. Dat is een kleindochter van de Jan. Van Heremans. Heb je ze ook verduisterd? Hast du die alten Weibchen auch verdunkelt? Nein. Und auch nicht belichtet. Die bijgelicht. Dat ga je nog wel doen. Wirst du das noch machen? Nein, das werde ich nicht machen. Nur bei den Männchen. Ja, de meisje.
Wir wollen uns jetzt eine Spitzentäubin ansehen. Dies ist die 968. Die ist von 2018. Ihr Bruder war 2017 zweite nationale Asttaube bei den Jungtauben. Sie selbst ist in diesem Augenblick auch sehr gut. Sie machte 4-mal einen Preis bei den ersten 10 im Rayon in diesem Jahr. Bei Gegenwind und auch bei Rückenwind. Bij de eerste 10 in het rayon dit jaar. Met kopwind, maar ook met wind van achter. En ze is het nichtje. Sie ist eine Nichte des blauen Witwen. Diese Weibchen spielst du jede Woche? Jede Woche. Hoe noemde je deze? Wie nennst du sie denn? Das ist einfach die 968. Du gibst also keinen Namen? Nee. Nein, auf keinen Fall. Let je op Achtest du eigentlich auch auf Augen? Nein, ich nicht. staalogen? Ich sehe hier auch wieder ein Glasauge. Ja, ich habe sehr viele Glasaugen. Beim Anpaaren achte ich aber nicht darauf. Ook hetzelfde type als Ist das derselbe Typ wie die vorherige? Diese hier ist etwas anders gebaut. Sie ist kürzer und auch etwas runder. Sie hat dasselbe Auge. War die vorherige eine Taube der Eintagesweitstrecke? Ja. Und diese spielst du auch auf den anderen Flügen? Ja, auf der Kurz- und Mittelstrecke. bedrijf in de hand. Hè, Du hast jetzt eine Taube in der Hand. op bepaalde zaken. Achtest du noch auf bestimmte Dinge? Ja, dass der Rücken nicht schlapp ist und so stehen muss. Im Becken muss sie geschlossen sein. Aber das Wichtigste sind doch immer die Preise. Du spielst natürlich immer auf einer der größten Entfernungen. Ja, vergangene Woche gab es nordöstlichen Wind, glaube ich. Ja, 655 Kilometer. 655. Ja, das ist nicht mal eben um die Ecke. Om de hoek. Ganz sicher nicht. Aber darauf selektierst du dann. Du bekommst dann eine Sorte Tauben, die gut auf diesen Entfernungen fliegen. Dat daar goed op presteert. Dies ist Stippy. Das ist meine Lieblingstaube. Die hat 2012 noch geflogen. Nun sitzt sie schon 3 Jahre auf dem Zuchtschlag. En nu zit ze zo'n 3 jaar op kweekok. Waarom Warum ist sie deine Lieblingstaube? Een hele makke duivin. Es ist eine sehr aufmerksame Taube und sie ist ein bisschen verrückt. Und sie hat ein Farbauge. Vanaf het begin. Macht sie sich gut als Zuchttäubin? Ihre Jungen selbst machen sich nicht so sehr gut, aber ihre Enkelkinder sind wieder sehr gut. Es ist eben die übernächste Generation. Was für eine Sorte ist das? Daar zit niet heel veel bijzonders achter. Da ist nichts Besonderes. Das ist mehr die alte Sorte meines Vaters, mit der er geflogen hat. Maar haar moeder. Ihre Mutter ist wieder die Oma von der 968. Wendela Wiersema. Wir wagen zu behaupten, dass sie der beste weibliche Taubenzüchter im internationalen Taubensport ist. Eine bessere gibt es nicht. In 2021 wurde sie Nationalmeisterin mit Jungtauben in den Niederlanden. Hut ab!